Hey Leute, Kona hier. Es ist nun einige Zeit vergangen, seitdem das WVW-Mount aka die Kriegsklaue veröffentlicht wurde, sodass ich mich etwas von meiner leicht emotionalen Erstreaktion erholen konnte. Nein! Deswegen ist es nun an der Zeit, Bilanz zu ziehen und rational auf die absolut fehlerfreie Implementierung des Mounts in das Spiel zu blicken. Um die Kriegsklaue zu bekommen, muss man einen Erfolg abschließen, bei dem die größte Herausforderung ein Belohnungspfad im WVW ist. Da ich ohnehin viel WVW spiele, konnte ich jedoch mit dem Belohnungspfad-Tränken einfach sofort den Pfad abschließen. Zumindest wäre es so gewesen, hätte ich sie nicht alle für den Pfad mit den Handelsverträgen verballert. Wieso hast du mir das angetan, Vergangenheitskona? Wieso? Naja, immerhin Handelsvertrag Rang 135 oder so. Und dennoch keine Musikbox. Also direkt ins WVW, um diesen Erfolg abzuschließen. Wäre ja auch kein Problem, wenn das WVW nicht verstopfter wäre als bei Release. Aber ehrlich, ich hoffe, dass wenigstens ein paar Leute im WVW geblieben sind. Über neue Spieler freut man sich ja immer. Auch weil man zu der Zeit Neulinge easy weggehen konnte. Wenn wir auf mein Kriegsklaue-Video mit meinen Einschätzungen vor Release zurückblicken, war besonders die Funktion der Kriegsklaue als permanenter mobiler Flammenbock ein Punkt, der mir große Sorgen bereitete. Tatsächlich ist die Kriegsklaue als Flammenbock allerdings komplett nutzlos, da maximal 3 Kriegsklauen an einem Tor Schaden anrichten können, Angriffe Vorräte kosten und zudem super langsam und schwach sind. Das eigentliche Problem? So ziemlich alles andere an der Kriegsklaue. Zu schnell, Permastabi, zu viele Dodges. Dazu die Meinung eines Experten, Kommandeur Miko aus Ill, der schon gespielt hat, als ich noch ein kleiner Panda war. Das bin ich damals. Hören wir uns an, was Miko zu sagen hat. Miko, wie ist dein bisheriger Eindruck von der Kriegsklaue im WVW? Das Mount an sich ist natürlich gut designt, das war aber auch zu erwarten, nachdem sie im Grunde einfach nur einen Raptor und einen Schakal gekreuzt haben und daraus einen Mount gebastelt haben. Ich persönlich finde, dass das Mount im WVW den Verteidigern eigentlich einen zu großen Vorteil gibt, da diese sehr schnell von ihrem Spawn zu ihren Festen kommen können und verteidigen kann, da die ja in ihrem eigenen Territorium auch deutlich schneller nochmal unterwegs sind. Was sollte ArenaNet deiner Meinung nach ändern? Was es an Änderungen geben müsste, wäre, dass man den Mount mindestens einen Dodge nochmal wegnimmt, dass es vielleicht standardmäßig nur einen Dodge hat, denn diese Dodges wirken sich auch im Kampf darauf aus, dass man jetzt sehr stark durch Engpässe kommen kann oder auch sehr nah an den Gegner ran, ohne dass dieser sehr viele Gegenmöglichkeiten hätte, außer er rennt selber auf dem Mount jetzt weg. Und dadurch stehen Situationen, wo man das Problem hat, dass man auch die Gegner nicht zu einem Kampf zwingen kann, wenn sie nicht wollen. Herr Miko, danke für das Interview. Achtung. Die nun folgenden Wutausbrüche sind ein Scherz. Das bedeutet, dass ihr sie nicht ernst nehmen solltet. Sie dienen ausschließlich eurer Unterhaltung. Doch abgesehen von den besprochenen Balance-Fragen war die Vorbereitung der Kriegsklaue-Implementierung etwas, nicht vorhanden! Auch wenn es für das Mount keinen Panda-Skin gibt, hilft uns dieser Panda jetzt darzustellen, was ArenaNet vor der Implementierung nicht bedacht hat. Das hier ist das Innere einer Festung. Das ist die Wand, die feindliche Spieler davon abhalten soll, in die Festung einzudrängen. Und dieser Panda ist die Kriegsklaue. Seht euch jetzt an, was mit dem Mount passiert. Das Mount konnte einfach über Wände springen. Habt ihr wirklich nicht damit gerechnet? War das nicht offensichtlich? Wow. Man kam in so gut wie jeden Turm und jede Feste rein, teilweise sogar in den Innenring. Wisst ihr noch, als ich im ersten Kriegsklauen-Video den Vergleich zum Gleitschirm gezogen habe, mit dem man in manche Türme fliegen konnte? Das sollte ein Scherz und keine Vorlage für die Kriegsklaue sein. Wo das Mount nicht über eine Mauer springen konnte, konnte man einfach mit dem Sprung beim Abmounten über die Mauern klettern. Deswegen hat ArenaNet das Springen beim Absteigen von der Kriegsklaue einfach aus dem Spiel entfernt. Das Problem? Man kann es immer noch machen, wenn man dabei die Leertaste gedrückt hält. Ich habe mich darüber so sehr aufgeregt, dass ich mir zur Beruhigung Wunschankündigungen unterlegt mit Wahlgesang anhören musste. Die Droprate von Kadiris Musikbox wird erhöht werden.
Das Wüstengrenzland im WVW wird aus dem Spiel entfernt. Nach ein paar Tagen wurden die meisten Exploits ohnehin gefixt. An dieser Stelle konnte man übrigens auch ohne Mount schon in den Außenring des Palastes kommen. Aber das haben sie dann einfach mit einem riesigen Phallus-Symbol blockiert. Und ich frage mich immer noch, ob es Absicht ist, dass man vom Mount aus kämpfen kann. Immerhin kann man mit dem Mount im WVW jetzt ein cooles Easter Egg finden. Wie unheimlich. Aber wisst ihr, was mich noch nervt? Diese Ecke fehlt immer noch. Nach 3 Jahren Wüstengrenzland. Zwischenzeitlich war sie ja mal da und dann wieder nicht. Wieso? Ah, und was ich vergessen habe zu erwähnen. Vor dem ersten Fix konnte das Vieh Zergs one-shotten. Zergs! Seht euch das an! What the fuck? They all died instantly. Um euch das Ausmaß der Exploits im WVW zu den ersten Tagen des Mounts klarzumachen, sind hier nun einige Szenen, die meine Freunde und ich euch zusammengetragen haben. Ich habe mich mittlerweile ganz gut an das Mount gewöhnt. Ich komme damit gut zurecht, ich finde auch, dass es Spaß macht, denke aber, dass die Permastabi definitiv ein Problem ist, die Falle, die ArenaNet angekündigt hat, mit der man Spieler vom Mount abmounten soll, das Problem nicht löst und finde, dass 3 Dodges zu viel sind und die Geschwindigkeit im eigenen Territorium zu hoch. Ich würde mich über ein paar Nerfs freuen, glaube aber, dass das Mount für das WVW auf lange Sicht eine Bereicherung sein kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mich auf YouTube abonniert oder mir auf Twitch folgt. Ihr unterstützt mich damit sehr. Euer Bambus-Stabdieb, Kona. Was zum... Er ist ein Geist. Hallo Marlene und Eleni. Ach übrigens, falls ihr nicht mitgekriegt habt, was der April-Scherz dieses Jahr in Guild Wars war, ArenaNet hat auf die Stühle der Welt Pupskissen gelegt. Ernsthaft. Erinnert ihr euch noch an die AFK-Asura-Spielerin, Inquestur-Agentin, die in der Kristalloase rumstand, über die ich sagte, dass ich sie noch für meinen Inquestur-Killer-Erfolg brauche? Sie hat mir einen ziemlich lustigen Antwortbrief geschrieben. Excelsior Kona, ich hätte mich wirklich sehr über eine Duellfunktion gefreut. Ich muss nämlich noch meinen Erfolg zum Buka-Bezwinger abschließen. Da diese Funktion leider noch nicht implementiert wurde, möchte ich dir stattdessen einen Keks schenken. Lass ihn dir schmecken. Unterzeichnet von Inquisitor-Agentin B. PS, der Keks ist nicht vergiftet. Und im Anhang sind ein Keks und 4 Giftbeutel. Sehr clever.